Oh mein Gott, Leute, Stumbleguys hat eine Kooperation mit Tetris und da gibt es einen komplett neuen Special Emote. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, ich zeige euch die besten Tipps und Tricks, sodass ihr schon direkt einmal wisst, ob sich der Emote komplett lohnt oder nicht. Aber ich kann schon vorab einmal sagen, dieser Emote ist der heftigste Emote, den es in ganz Stumbleguys gibt. Wie sieht der Tetris-Emote überhaupt aus? Ich zeige euch den, Leute. Wir gehen direkt einmal zu den Emotes rein, scrollen direkt einmal runter. Und nachdem wir direkt runter gescrollt sind, seht ihr auch schon Special Emote Tetris. Was kann der Tetris-Emote? Ich zeige euch den jetzt direkt einmal in der Runde. Schaut euch auch mal bitte meinen E-Skin an. Der ist ja mal richtig cool von Tetris. Aber zu dem Skin kommen wir jetzt hier nicht. Es geht darum um den Special Mode. Jeder kennt es, ein Stumbleguys Special Emotes, mit denen hast du mal coole Vorteile, wie der Ball-Emote oder auch wie die Grätsche. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was der Tetris-Emote kann. Und ich drücke einmal eine Taste und schaut euch das mal an. Da kommt direkt einmal ein Block auf, der dann einmal rübergeschmissen wird. Und schaut euch das mal an, wenn ich den Knopf einmal drücke. Da kommt direkt einmal ein Z-Block in Rot raus. Und wir drücken dann noch einmal drauf und dann wird er auf einmal grün. Und nachdem wir dann nochmal drauf drücken, wird er wieder rot. Und wir drücken dann nochmal drauf, aber immer kommt noch ein anderes Zeichen raus. Dieser Special Emote ist einfach Tetris Emote, wie die Banane oder auch der Mr. Beast Case, Leute. Es ist eine Mischung aus beiden Emotes und ihr denkt euch jetzt, oh nein, nicht schon wieder so ein Emote-Bau, vertraut mir. Ich zeige euch jetzt mal Gameplay, wie ich das gegen andere einmal versucht habe. Dieser Emote ist es einfach. Hier seht ihr das einmal, wie ich auch nochmal andere Leute treffe. Dieser Emote ist auch nur für eine einzelne Person gedacht. Bedeutet, der Emote macht keinen Flächenschaden. Das ist schon mal das erste Wichtige. Nachdem einer gehittet worden ist, hat er einen richtig heftigen Rutsch nach hinten. Man kann sogar von ganz nah einfach den Emote einsetzen und dann wirst du instant einen treffen. Genauso wie den Punch-Emote, nur ein bisschen cooler, Leute. Weil du hast so eine große Range, du wirst immer jemanden treffen. Das werdet ihr jetzt gleich auch bei anderen Maps einmal sehen. Und wenn man den Emote halt selber einmal einsetzt, kann man auch die Leute ein bisschen schubsen. Weil die auf dem Boden liegen und dann fliegen die auch weiter. Und bei den einen oder anderen sieht das halt auch richtig heftig aus, weil der halt nicht normal wegfliegt, da er richtig viele Kilometer weiter wegfliegt. Und das zeige ich euch jetzt einmal hier komplett. Wir spielen noch einmal ganz kurz diese Map und ihr habt schon direkt den ersten gesehen, wie der weggeflogen ist, Leute. Also das ist doch schon richtig heftig. So, das war die erste Aktion richtig mit dem Special Emote. Und dieser Typ fliegt einfach so weit weg, weil er sich nur ein bisschen bewegt. Da der wieder Mr. Beast Case aufgebaut ist, versuche ich einmal irgendwie an die Wand von Blockdash den auch zu werfen, weil ihr kennt ja diesen einen Trick, wenn man da zum Beispiel oben drüber kommt. Aber es sieht nicht so aus, Leute, dass das funktioniert. Wenn Leute vor der Wand stehen und du wirfst den Emote, passiert auch nichts. Aber wenn Leute vor der Wand springen, könnt ihr die einmal anhitten, sodass er auf die andere Seite dann gerät. Und so könnt ihr eure Freunde auch immer auf die andere Seite katapultieren. Das ist auch ziemlich nice. Aber ihr könnt leider nicht diesen Trick machen, so bei dem Mr. Beast Case. Trotzdem ist der Emote besser als jeder Mr. Beast Case, den es hier gibt. Schade, dass es im Blockdash nicht wirklich so unglaublich viele Tipps und Tricks mit diesem Emote gibt. Dafür habe ich Lavaland einmal rausgepackt und ihr fragt jetzt, warum Lavaland? Und schaut euch das mal an, wie der weggeflogen ist. Lavaland ist einfach die beste Map für diesen wunderschönen Emote und die fliegen alle hier einfach komplett weg, ohne etwas wirklich zu machen. Ich habe den Emote zweimal eingesetzt und zweimal habe ich direkt Leute rausgekickt und das ist natürlich schon wieder richtig heftig. Daran erkennt man auch, wie viel Macht dieser Emote einfach nur hat, dass ihr nur ungefähr in die Richtung von den Gegnern schlagen müsst und dann hat man schon direkt einmal Angst, allgemein in die Richtung von den Gegnern zu schauen, weil der Emote ja auch nochmal richtig weiter wegfliegen kann. Bei dem Punch-Emote kennt ihr das ja alle. Du musst 1 Meter vorher stehen und dann versuchen, da irgendwie dran zu kommen. Aber bei diesem Emote könnt ihr einfach 1 Meter vorher gehen, einmal drücken und ihr habt den schon instant getroffen oder auch von weiter Ferne. Der ist einfach wie der Punch-Emote, aber einfach nur besser in meinen Augen. Und ihr könnt euch das mal anschauen, einmal treffen und der ist instant immer raus. Einfach nur den Emote usen und er fliegt bis zum geht nicht mehr. Da ihr jetzt schon Lavaland ein bisschen geschaut habt, testen wir den Emote natürlich auch einmal in Laser Tracer. Da Laser Tracer auch eine sehr beliebte Map von der Community ist und schaut mal, wie weit er fliegt. Also dieser Emote, ich muss noch nicht mal richtig ein Tipps und Tricks Video machen. Ihr müsst den einfach nur ganz normal einsetzen. Bedeutet 1 Meter vor den Gegner gehen und dann könnt ihr den einfach instant rauskicken und da fliegt der andere sogar noch schon fast raus. Und jetzt gucken wir einmal, wie das ist, wenn wir mal wirklich nah an einen Gegner dran gehen und den Emote wirklich mal einsetzen sollten. Wie zum Beispiel einmal hier und er fliegt instant raus, Leute. Punch Emote war gestern wirklich. Der Emote hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, Leute.
Nachdem man den ein bisschen geübt hat, oh, jetzt muss ich einmal selber aufpassen, ist der insane. Schaut euch das mal an, wie weit die auch noch wegfliegen, Leute. Und hier noch einmal und beide rausgeflogen. Ich benutze den Emote seit 5 Minuten und ich kann jetzt schon perfekt mit denen umgehen. Und wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auch hin. Und ihr habt alle darauf gewartet. Natürlich kommt Wash Hour einmal auch mit diesem Emote und ich zeige euch mal unser Gameplay, wie das hier einmal aussieht. Bei Wash Hour muss man auf jeden Fall sehr, sehr viel aufpassen. Mr. Beast Case ist ja jetzt nicht so gut. Aber der Tetris-Emote hat ja mega was und da muss man immer von jeder Seite aufpassen, dass man nicht rausfliegt und wir haben uns gegenseitig gehittet. Das habe ich auch noch nie gesehen. Beide haben gleichzeitig eingesetzt und beide instant einmal raus. Tut mir auch gerne mal den Gefallen, falls ihr noch nicht den Like-Button gedrückt habt oder diesen Kanal einmal abonniert habt, dann tut mir den Gefallen und drückt den hier einmal direkt rein. Und auch schon die Gegner können langsam richtig gut mit diesem Emote umgehen. Und das ist so einfach, Leute damit down zu bekommen. Die Runden gehen 5 Sekunden und dann ist immer alles zu Ende. Aber kommen wir jetzt mal wieder zu den Tipps und Tricks. Kannst du den, oh mein Gott, kannst du den Tetris-Emote auch nach hinten werfen, weil das ja mit der Special-Banane ja nicht geht? Ja, du kannst das. Mit den Special-Emote ist das echt easy. Du kannst in jede Richtung werfen und der hat keinen Delay, sodass er dann später ankommt oder sonst etwas. Deswegen ist dieser Emote auch besser als die Banane, genauso wie der Mr. Beast Case, weil er die Mischung aus beiden hat und nochmal Punch einfach innen drin hat. Und jetzt schaut euch mal bitte diese Situation an. Die ist richtig, richtig heftig, Leute. Ihr kennt ja immer diese blauen viereckigen Blöcke. Und schaut einmal an, was dieser Emote jetzt kann. Nachdem der viereckige Block da ist, könnt ihr einfach den einmal einsetzen und der Gegner fliegt einfach raus, Leute. Das ist die perfekte Distanz zwischen dem blauen Block und sogar dem Auto. Ich muss auf jeden Fall mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Special Emote auf jeden Fall mal haltet. Aber meiner Meinung nach ist das eines der besten Special Emotes, die jemals rausgekommen sind. Der jetzt nicht so wie der Schneeball-Emote. Der Schneeball-Emote ist ja jetzt nicht so unglaublich gut, aber dieser Emote verändert wirklich das ganze Spiel, weil du kannst nicht mehr 1 Meter vorgehen und dann die Leute einfach wegpunchen, da dieser Emote einfach da ist und das verhindert. Schaut euch das mal bitte an, Leute. Der ist einfach besser als ein Punch-Emote, weil wenn du einen Power-Punch machst, dass die Leute durch die ganze Map fliegen, das kriegst du jedes Mal mit diesem Tetris-Emote hin. Und das Coolste an dieser Situation, du kannst ihn sogar noch weiter werfen, wenn du sogar noch einen Hechtsprung da rein machst. Und die Blöcke ändern sich einfach von der Farbe, was ich ja auch nochmal ziemlich nice finde. Gerade bei der Shark-Map muss man ja auch immer hier aufpassen, also bei dieser Schiffs-Map hier, dass man nicht down geht. Bei Bombardment kann man die auf jeden Fall mal gut usen. Aber ich denke, dieser Emote ist wirklich eine 10 von 10 und du kannst damit jeden raushauen, wie es nicht geht. Und schaut euch das mal bitte an, Leute, wenn du in die Richtung von dem Gegner schaust und dort einmal den Special Emote einsetzt, dann ist der einfach nur raus. Der Emote ist wirklich sehr vielseitig bei so unglaublich vielen anderen Maps. Jetzt nicht nur die ich wirklich gezeigt habe, ich suche noch die richtigen heftigen Pro-Tricks raus für alle von euch, aber ansonsten müsst ihr ihn nur einsetzen, 1 Meter vorher und die Leute wegschieben oder auch einfach predikten, wo die dann hingehen. Der Schneeball ist nicht so gut, der Herz ist nicht so gut, der Punch ist auch nicht so gut im Gegensatz zu diesem Emote, Leute. Und deswegen lasst mir ein wunderschönes Feedback bei. Das war's mit diesem Video. Vergesst bitte nicht meinen Creator-Code nur noch in den Shop einzutragen und wir hören uns bis zum nächsten Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüssi!